Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und zwar heute geht es mal um PvP, Leute. Ich wollte euch mal meine PvP-Teams vorstellen, mit denen ich quasi fast immer wieder auf Rubin komme. Jetzt die letzten 2 Wochen habe ich weniger Arena spielen können, weil ihr wisst, Arena endet sonntags immer um 12 Uhr nachts, meine ich. Und da ist halt immer schwierig, natürlich immer da zu sein und Arena Rush zu machen, wie man es in Summoners zum Beispiel auch kennt. Da geht es ja immer um 10 Uhr, also bis 10 Uhr. Hier leider ist es immer bis 12 Uhr nachts, was natürlich schwierig ist für den einen oder anderen, sonntags bis 12 Uhr noch Arena Rush zu machen. Aber für die Leute, die mal wieder mal Bock haben, zumindest einmal in ihrem Leben Rubin zu kommen, weil ich glaube, es gibt eine Herausforderung, die man ähm, schaffen kann, wenn man Rubin hittet, oder ich weiß gar nicht. Ist es nur Gold 3? Ja. Hier seht ihr es auf jeden Fall. Man kann, also es gibt eine Herausforderung für PvP. Es gibt den Rubin 1 Bewertung in der Arena. Ihr seht, ich habe es schon beansprucht. Also mein bester Rekord war Rubin 2. Ich glaube Platz 29 oder 22, irgendwie sowas dazwischen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. So. Das ist mein Team, was ich quasi fast die ganze Zeit benutze. Ich habe noch andere Teams. Ja, ich weiß, vorweg, es ist kein Free-to-Play-Team natürlich. Free-to-Play wird schwierig. Es gibt ein Team, mit dem ich, glaube ich, das allererste Mal Rubin gehittet hatte. Das bestand quasi aus Leseratte, der Dodo-Reiterin. Jetzt muss ich gerade überlegen. Sekunde, Leute. Mit dem Team habe ich das erste Mal es geschafft gehabt. War ja auch nicht wirklich ganz Free-to-Play, merke ich gerade. Ich bin blind, Leute. Ich finde ihn nicht da. Natürlich braucht ihr ein Speedlead Arena am besten ihn, oder ihr könnt natürlich auch hier die Doppelklinge nehmen. Vielleicht habt ihr ihn. Einfach nur für den 33%igen Geschwindigkeitsbuff, 11% plus. Das war quasi das Team, was ich benutzt hatte am Anfang. Aus dem Grund einfach nur 2 Booster, weil wir dann unsere Leseratte so stark wie möglich machen konnten und mit weniger Speed, weil Speed war immer das Problem bei denen. Aber das war quasi so das Team. Und natürlich hatte ich auch noch ein anderes Team. Das war auch ein sehr lustiges Team, was ich euch zeigen kann. Funktioniert auch. Damit habe ich auch Rubin geschafft, Leute. Also mit dieser Konstellation habe ich Rubin geschafft. Ähm, ja, mit der Konstellation. Könnt ihr auch schaffen. Nur könnt ihr halt nicht jede Dev damit angreifen. Ihr müsst natürlich gucken, mit welcher Dev ihr wen angreift. Was ich euch auch empfehlen kann, Leute, geht hier auf Info und dann geht auf Defensive. Guckt euch mal an, was die Gegner allgemein für Angriffe benutzen. Und da könnt ihr vielleicht das eine oder andere Team finden, was vielleicht für euch auch besser funktioniert. Ich meine, meine Dev ist jetzt auf 2 Leute begrenzt, deswegen ist es halt jetzt natürlich klar, das schafft jeder. Aber nur als Info für euch, okay, anscheinend nicht jeder. Okay, gut, das ist der Grund, Leute. Nicht mal Licht- und Dunkelelements müssen unbedingt gut sein. Es kommt immer auf die Bauteile an. Deswegen setzt nicht immer eure Ausreden darauf, ja, ich habe halt keine LDs. Das hat damit gar nichts zu tun. Also selbst LDs haben Probleme. Es kommt immer auf die Bauteile an. Wenn du keine Bauteile hast, wirst du auch sowas nicht schaffen. Das ist halt sehr gut. Ähm, Das tut mir leid. Auch da, seht ihr das? 2 LDs. Zwei sehr, sehr starke LDs. Ein fast so LD, muss man fairerweise sagen. Also Wasserspezialist ist quasi ein LD. Ähm, Trotz dessen. Und sie wurde genervt, ne? Also, willst du mal sagen. Ich habe halt gute Bauteile auf ihr. Das ist halt der Grund, warum meine Dev halt so gut ist. Genau. Das ist momentan meine beste Offensive. Also, ja, das ist jetzt nicht gerade das Beste, was wir angreifen. Wir können mal das probieren. Ich zeig's euch.
Ganz easy. Damit werdet ihr auf jeden Fall locker, nein, den greifen wir nicht an. Auch hier, also es ist jetzt, klar, ist jetzt nicht die beste Verteidigung, aber ihr könnt jede Dev im Automodus einfach easy weghauen. Der einzige Nachteil bei dem Team ist natürlich, ihr könnt keine Speed-Teams contesten, außer ihr habt jetzt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Speed auf eurer Schildkröte, aber in den meisten Fällen werdet ihr keine Chance haben. Hier natürlich könnte es gefährlich werden, weil sie wird schnell sein. Er wird natürlich unsere Schildkröte angreifen. Die Schildkröte wird Pushback bekommen, bedeutet, der Speed wird dann nichts mehr bringen, dadurch ist er weg und dann wird sie drankommen und unser Team wird ausgelöscht werden. Deswegen würde ich das Team hier nicht mal angreifen, aber nur aus Wissenschaft, nur für die Science greifen wir es einfach an, um euch zu zeigen, was ich meine. Das Team würde ich nicht angreifen, weil ich weiß, dass ich dagegen keine Chance hätte. Zack, Aktionsleiste, genau das meine ich. Zack, zack. Ne? Aber, ja, ich meine, mein Team wird es trotzdem schaffen, einfach aus dem Grund, weil ich Immunität auf meine Elements habe. Das ist der nächste Punkt, was ihr auf jeden Fall beachten solltet. Ihr solltet eure Elements immer auf Immunität bauen. Immunität ist für Arena das A und O. Dope ist ja in der besten Gilde, das ist sein zweiter Account, glaube ich, ja, Dope 2 ist sein zweiter Account. Er ist ja bei Host, der Gildenleiter. Das Team könnte gefährlich werden, aber ich werde euch nur zeigen, wieso es stark ist, einfach wegen ihm hier. Sie macht natürlich einen normalen Angriff, okay. Schade. Auch das haben wir geschafft. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Teams, die eine Chance haben. Das Team zum Beispiel würde ich auch nicht angreifen. Dieses Element ist eines der gefährlichsten Elements in Arena, weil wenn ihr einmal Speed boostet, kann es passieren, dass einer von den dreien seine Skills nicht mehr einsetzen kann. Auch wenn er Immunität hat, da ist es dem egal. Deswegen da Finger weg. Solche Teams würde ich nicht angreifen, einfach wegen Speed, Lead. Ja, das kann man angreifen, aber das wollen wir jetzt nicht. Das ist auch ganz gefährlich. Feuerbär würde ich euch eben nicht empfehlen anzugreifen, nicht mit diesem Team, weil auch wenn ihr cleaved, wenn er dann zurückcleaved, dann ist halt Probleme. Außer ihr baut euren Laserratte auf Flaggen. Da haben wir was Schönes. Das ist ganz gefährlich, weil er den Geisterkapitän hat. Geisterkapitän hat die besondere Fähigkeit, dass bei einer 20% Chance der Angriff ein Streifschuss gelandet wird. Und das kann natürlich passieren in dem Fall und wir können dann wipen. Aber wir probieren es trotzdem aus, einfach mal zu gucken. Da seht ihr, ging auf die Sphäre erstmal, das ist kein Problem. Da hatten wir Glück. Es hat trotzdem, also Schaden ist trotzdem durchgekommen, weil die Laserratte einfach viel Schaden macht. Einfach wegen der passiven. Ah, das ist ja Lady Amanda, okay. Die ist auch von Haus. Habt ihr vielleicht auf Discord schon mal gelesen gehabt? Die kümmert sich ein bisschen um das Organisatorische von Haus. So. Also das Team sollten wir auch ohne Probleme schaffen. Der hier, ein kleiner Tipp, er ist verbuggt. Das werde ich noch den Entwicklern sagen, dass er verbuggt ist. Aber wenn ihr ein anderes Element einfach wegsniped, dann wird die Passive von dem Erzengel nicht aktiviert. Warum auch immer. So, sobald ihr einen einfach wegsniped, ist der down und kein Problem. So, sieht doch schon mal wieder sehr stark aus. Das könnte gefährlich sein. Es kommt immer auf die Leseratte an. Baumleseratte. Die ist immer das Problem. Wenn sie überlebt. Okay, das war fast kein Schaden. Wenn sie überlebt, ist vorbei. Okay, das war unser Glück. Und damit haben wir gewonnen. Ich glaube, hätte sie uns fertig gemacht. Wahrscheinlich. Wir machen einfach weiter. Hier haben wir wieder so ein Resistance-Team mit der Söldnermutter. Auch wieder völlig fein. Wir müssen nur hoffen, dass sie unser wäre, genau. Ist kein Problem. Und voilà. GG. Ich weiß, der eine oder andere hat vielleicht den Feuersphäre noch nicht, aber wenn ihr den Feuersphäre habt, benutzt den, also haltet den nicht auf der Bank. Ist ein sehr, sehr starkes Element. Das können wir leider nicht angreifen. Das ist ein Feuerbär. Ich will einfach nur euch zeigen,
wie ihr vorgehen solltet. Auch hier in Feuerwehr. Also ich kann euch einfach mal einmal zeigen, warum ich die Feuerwehren nicht angreife. Ihr müsst halt immer wissen, wo hat euer Team Stärken, wo hat euer Team Schwächen. Ihr solltet immer euer Team so spezialisieren, dass ihr dagegen, okay, wir hatten einfach das Glück, nee, haben wir nicht. Wir werden verlieren. Das würde ich euch sagen. Guck, zack. Und das Problem ist jetzt dadurch, dass er unbeugsam hat, kriegt er keinen Schaden und wir verlieren. Das ist der Grund, warum ich keine Feuerwehren angreife mit diesem Team. Und das will ich euch damit sagen. Also ihr müsst die Schwächen und die Stärken eures Teams kennen. Spezialisiert euch auf eine Art. Zum Beispiel, ihr spezialisiert euch auf tankige Teams und vermeidet natürlich zum Beispiel sowas wie den Feuerbären. Und wenn ihr das beachtet und versucht, das so umzusetzen, dann solltet ihr ohne Probleme auch in Rubin reinkommen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass einige schon mittlerweile auch mal Rubin gehittet haben. Also ihr könnt auf jeden Fall mit diesen Teams Rubin hitten. Auch mit anderen Teams. Also wenn ihr zum Beispiel die Wasserkrankenschwester habt und einen Speedleader habt. Ich meine, die besten Alternativen, wenn ich sie hätte, wäre Feuerspezialist zu nehmen, anstatt ihn. Also auch hier meine ich. Hier den Feuerspezialisten zu nehmen. Hier könnt ihr jeden Speedleader mitnehmen. Falls ihr die Crit Rate nicht brauchen solltet, könnt ihr jeden anderen Speed-Buffer mitnehmen. Und dann seid ihr auch good to go. Gegen Feuerbären hilft einfach nur Stun oder Unvergessenheit, aber die meisten Elements haben halt keine Unvergessenheit für solche Teams. Keine PvP-Monster, meine ich. Und deswegen müsst ihr halt gucken, was für euch am besten passt. Ihr könnt Speed contesten, ihr könnt, also wenn ihr gute Speed-Runen habt, dann geht ihr auf die Speed-Teams. Ihr könnt natürlich auch 2 Teams bauen für Speed-Teams und für tankige Teams, zum Beispiel das für tankige Teams, das andere für Speed-Teams. Und könnt dann gucken, wie es für euch am besten passt. Auch da Licht und Dunkel sollte kein Problem sein, außer sie sind zu schnell. Und die Söldnermutter macht uns down. Das wäre natürlich schwer. Glück gehabt. Gewonnen. GG. Aber es gibt auf jeden Fall Alternativen. Mein bester Tipp ist wirklich, wie gesagt, geht in die Defensive rein, guckt, welche Teams euch angreifen und versucht euch daran zu orientieren. Und hier wollte ich noch mal kurz zeigen. Da. Also sogar Rang 20 war ich, mein bestes Mal. Jetzt, letzte Woche war ich halt, ne? Letzte Woche habe ich einfach nur meine Wins gemacht. Nicht so viele leider. Diese Woche auch noch nicht so viele, aber ja, normalerweise mache ich da mehr. Aber wie gesagt, die letzten 2 Wochen war für mich so ein bisschen sonntags nicht so zeitlich gut. Aber sonst bin ich auch immer sehr gut dabei. Tipp von mir ist es immer, versucht bis Samstag immer auf Gold 3 zu bleiben. Dann ist es für euch später einfacher. Ihr könnt am Anfang der Woche immer so wie ich hier, also ich spiele eigentlich immer nur mit Zweier-Dev. Einfach nur, damit ich nicht komplett zerstört werde. Und auch trotzdem angegriffen werde. So dass ich halt so nicht komplett mit dem Punkt runtergehe, aber auch nicht komplett oben bleibe. Einfach um Teams abzufarmen, um Punkte zu sammeln. Weil, ich meine, ihr solltet gucken, dass ihr eure Türme mal fertig baut. Speed-Türme würde ich den allgemein auf jeden Fall empfehlen. Ich würde euch Angriff empfehlen, nachdem ihr den HP hochgebaut habt. Dev könnt ihr machen. Also macht erstmal die allgemeinen, bevor ihr die spezifischen auf Baum, Licht oder Dunkel oder sonst was nimmt. Ja, der eine oder andere würde sagen, der will jetzt erstmal alle Speed-Dinger hochmachen. Könnt ihr auch machen. Aber es liegt halt immer daran, wo seid ihr? Wenn ihr Casual Gamer seid und ihr seid nur unter den Top 100 Gilden zum Beispiel, dann lohnt sich das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ohne das habe ich auch Rubin geschafft. Nur als Info. Tankige Teams braucht ihr sowas nicht. Ist einfach unnötig. Aber das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, ihr könnt hier den Feuerspezialisten reinpacken. Habe ich ja jetzt leider nicht. Ich werde jetzt einfach mal. Stell dir vor, das wird der Feuerspezialist. Ne? Ihr könnt ein volles CC-Team nehmen mit der Kriegskrankenschwester. Ist völlig fein. In den meisten Fällen habt ihr vielleicht sie noch. Die Full CC mit beiden und mit dem Feuerspezialist. Und dann nehmt ihr noch einen Cleaver mit. Weiß nicht, vielleicht Laserratte in Baum oder, ne?
Oder ihr nehmt einen tankigen Bruiser mit, hier zum Beispiel den Bären, könnt ihr auch machen. Also es funktioniert, es gibt vieles, was funktioniert. Ihr müsst halt gucken, was für euch funktioniert und mit was ihr am erfolgreichsten seid. Klar, wenn ihr natürlich das Team habt, geht auch damit rein. Habt ihr sogar 42% Angriff-Buff. Wenn ihr das Team habt, geht damit rein. Und wenn ihr natürlich das Team habt, geht damit rein. Ansonsten auch das Team. Ne? Geht auch. Ist auch kein Problem, wenn ihr die jeweiligen Bauteile habt. Wenn ihr schnell sein müsst. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt finde ich kein Team, ne? Kein schnelles Team? Schade. Da zum Beispiel. Da könnte man noch dieses Team nehmen. Ist kein Problem. Ihr werdet das auch auf jeden Fall schaffen. Das auf jeden Fall dazu. So. Ich kann euch gerne mal die Bauteile zeigen, damit ihr mal gesehen habt, wie sie aufgebaut sind. Er ist halt komplett auf Inspirieren mit Eifer für die Immunität. Baut ihr so tanky es geht, der müsste natürlich der zweitschnellste sein. Also über 100 Speed sollte eigentlich schon völlig fein sein, weil ihr werdet nicht gecuttet, wenn ihr über 100 Speed habt. Alles andere ist eigentlich egal. Ist ja klar, ihr könnt ihm ein bisschen Schaden machen, geben, ihr könnt ihm Resistance geben, ihr könnt ihm alles andere geben. Aber wichtig ist, dass er einfach überlebt und ein bisschen schnell ist. Weil seine Passive ist ja dafür da. Das ist ja das Wichtige. Gewährt allen Verbündeten einen 3 Runden Angriff erhöhen Angriffsbonus und verwandelt sich in Kernform. Das macht halt viel aus. Plus hier. Während sich die Einheit in der Kernform befindet, fügen andere Verbündeten beim Angriff zusätzlichen, die Verteidigung ignorierenden Schaden in Höhe von 50% ihrer Angriffskraft zu. Bedeutet, diese Passive skaliert mit Angriff. Bedeutet, ihr versucht so viel Angriff wie es nur geht bei euren Elements reinzupacken. Fertig. Mehr ist es nicht. Ihr versucht so viel Angriff wie nur geht. Ihr braucht kein Crit Rate, ihr braucht kein Crit Damage. Es ist sogar besser, kein Crit Rate und kein Crit Damage zu haben, weil damit könnt ihr auch zum Beispiel den Dark Joker countern. Ich werde es leider nicht schaffen, weil ich habe halt 33% Crit Rate Buff für ihn natürlich. Hätte ich jetzt den Feuer gehabt, könnte ich es einfach weglassen. Juckt keinen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Lied. Nur als Info. Speed-Lied wäre schön. Aber haben wir leider nicht. Was hast du eigentlich? Ich glaube, auf Sixer kriegst du auch. Nee, ist nicht gut. Genau. Das auf jeden Fall dazu. Sollte schnell sein, sollte über 50 plus haben, wenn nicht sogar plus 60 haben. Also ihr solltet ungefähr, ja, also über 150 solltet ihr insgesamt haben, Minimum. Dann werdet ihr zumindest nicht gecuttet, außer der Gegner hat Glaubensset. Dann könnt ihr gecuttet werden. Ansonsten wirklich gucken, Tanky, so gut es geht, Tanky zu bauen, viel Angriff und viel Geschwindigkeit. Angriff wäre sogar noch besser, wenn ihr auf die 4000 kommt. Ich komme leider noch nicht auf die 4000. Also plus 4000. Mit dem hier auch natürlich dazu. Das sind jetzt knapp 4330. 3330. Mir fehlen knapp 700 noch. Damit seid ihr auf jeden Fall viel, viel besser dran. Klar, ich könnte hier noch meinen Skill-Ups machen. Muss ich auch noch machen. Aber dann das dazu. Speed, bei dem auf jeden Fall. Es sollte schnell sein. Ist jetzt nicht mein schnellstes Set, leider. Aber es funktioniert trotzdem so. In den meisten Fällen greift ja sowieso tankige Teams an, keine Geschwindigkeitsteams. Deswegen braucht ihr nicht so schnell zu sein. Die Leserate sollte natürlich gucken, also wenn ihr den 33 Crit Rate Buff habt, solltet ihr ungefähr bei 70% landen, weil wenn ihr die Schildkröte dabei habt, habt ihr den Crit Rate Buff, der euch auch nochmal 30% gibt. Deswegen, also das hier ist zu viel. Da könnt ihr noch ein bisschen runtergehen. Also 16% sind einfach viel zu viel. Da könnt ihr nochmal wegmachen. Mehr auf Angriff gehen, mehr auf Speed gehen, mehr auf Crit Damage gehen und so weiter und so fort. Also, funktioniert perfekt. Das auf jeden Fall dazu. Das wollte ich euch ja mal zeigen. Ich weiß, wie gesagt, der ein oder andere wird wahrscheinlich ihn nicht haben, aber das Team ist so einfach zu bekommen, weil es ist nur ein Net 5, was man braucht. Wenn man dieses Net 5 hat, kann man dieses Team easy nachbauen, weil alle 4-Stars wird man wahrscheinlich früher oder später sowieso haben. Viel, viel schneller. Da ist es gar kein Problem, das Team zu bauen. Deswegen glaube ich, dass ihr das Team irgendwie hinbekommt und das ist so mein
All-Time-Favorite-Team, mit dem ich einfach ohne Probleme immer die Verteidigung bekau. Ich hoffe, ihr habt den alle und könnt das Team nachbauen. Ich wünsche es euch. Falls ihr das nicht haben solltet oder, ne, wie ich euch gesagt habe, einfach hier reingucken bei der Defensiven. Schauen, was haben die Gegner für Teams? Mit was spielen sie? Könnt ihr das nachbauen? Auch sehr stark in der Arena. Gegen Wassersöldnermutter, nur als Info. Ähm, Zweite ist halt auf jeden Fall die Verteidigung ist sehr wichtig. Habt ihr die Söldnermutter im Wasser? Habt ihr den Bären? Eure Verteidigung soll nicht unbedingt immer gewinnen. Das Wichtige an eurem Team ist, es soll schreckhaft sein. Es soll abschrecken. Es soll die Leute dazu nötigen, nicht anzugreifen. Und mein Tipp ist es für euch, baut eure Verteidigung so, dass sie auch gegen Teams ankommt, die dann euch angreifen. Schaut, welche Teams greifen euch an. Welche Schwäche hat eure Verteidigung? Und dementsprechend könnt ihr dann versuchen, so ein bisschen entgegenzuwirken mit Wiederbelebensset, mit Glaubesset, mit Immunitätsset. Das sind so Sachen, damit könnt ihr auf jeden Fall den einen oder anderen Win in der Verteidigung holen. Nur als Info. Wenn ihr irgendwie Probleme habt, trotzdem ein Team zu bauen, ihr könnt jederzeit im Stream vorbeikommen auf Twitch. Ich kann euch versuchen, da zu helfen. Schreibt mir auf Discord zur Not, dann können wir mal gemeinsam im Stream drüber gucken. Spontan ist immer natürlich die Sache. Wenn ich was anderes streame, natürlich sowieso geht es nicht. Wenn ich aber Element Vision streame und ich mache jetzt nichts Großes, dann kann ich auch gerne immer mal wieder auf euer Account gehen und gucken, auch für Dungeons natürlich, ne? Also auch Dungeon-Teams, wenn ihr irgendwelche Dungeon-Team-Probleme habt, kommt einfach am Stream vorbei, ich gucke drüber, ich logge mich ein, check ab, dass euer Account läuft. Ja, das auf jeden Fall dazu. Ansonsten bleibt nicht mehr wirklich viel zu sagen. Was ich noch als letztes sagen kann, habt ihr mal Lust, so ein Arena Rush auf Video zu haben, dass ich halt sage, okay, ich mache mal ein Video am Sonntagabend zum Arena Rush. So, keine Ahnung, dann geht es halt eine halbe Stunde das Video oder so und werde euch zeigen, wie ich in Rubin reinkomme. Wenn ihr auf sowas Bock haben solltet, dann liked dieses Video bei 20 Likes. Wenn es wieder über 20 Likes hat, werde ich ein Arena-Video machen nächste Woche Sonntag, falls ihr Bock drauf habt. Deswegen einfach Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, weil Kommentare sind immer sehr schwer zu entscheiden, weil der eine schreibt ja cool, die anderen schreiben gar nichts und finden es aber trotzdem cool. Und dann kommt es nicht zustande, ist halt schade. Deswegen einfach einen Daumen hoch, dann weiß ich, ab 20 weiß ich zumindest, es sind mindestens 20 Leute, die Bock drauf haben. Und das ist dann auch okay. So, damit danke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.